Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für eine cremige Kartoffelpfanne mit Blattspinat und Speck. Dafür als erstes 125 Gramm Speck in kleine Würfel oder Streifen schneiden, außerdem eine große Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken und wenn das erledigt ist, einen kleinen Schuss Öl in eine Pfanne geben, Speck und Zwiebeln dazugeben und für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden darin anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um die Kartoffeln. Ich habe hier insgesamt 1 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln. Zunächst schälen, dann in kleine Würfel oder Stücke schneiden, die Kartoffeln anschließend mit in die Pfanne geben, alles einmal kurz umrühren, damit sich Kartoffeln, Zwiebeln und Speck gleichmäßig verteilen können. Und dann geben wir eine gute Prise Salz dazu, außerdem etwa 100 Milliliter Wasser dazu gießen. Als nächstes habe ich hier 400 Gramm gefrorenen Blattspinat, einfach auf die Kartoffeln legen, das Wasser zum Kochen bringen und jetzt mit geschlossenem Deckel bei mittlerer Hitze für ca. 20 Minuten köcheln lassen, zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, die Kartoffelpfanne einmal gut umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Kartoffeln gar sind. Zum Schluss rühren wir noch unsere Soße an, dafür einen gehäuften Teelöffel Speisestärke in einen Mixbecher geben, außerdem einen halben Teelöffel süßes Paprikapulver, eine gepresste Knoblauchzehe und zum Schluss noch 300 Milliliter Milch dazu gießen, alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und so geben wir die Soße jetzt zu den Kartoffeln. Sobald die Kartoffeln gar sind, die vorbereitete Soße dazu gießen, alles einmal gut umrühren, für ein paar Minuten cremig einköcheln lassen, zum Schluss noch mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken und dann sind wir fertig. Die Kartoffelpfanne mit Blattspinat und Speck vom Herd ziehen und servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.